Dieser verdammte Comiczeichner, warum hat er immer so einen Erfolg? Ich muss etwas tun. Warum fällt mir nichts ein? Aha! Walle, Walle, Simsalabim! Alles, was mit diesem Pinsel gezeichnet wird, wird zum Leben erweckt werden. Der erste Bösewicht, den der Zeichner zeichnet, wird für mich die Farbpalette des Zeichners stehlen. Was soll ich denn heute malen? Ich hab's. Ich mal den neuen Bösewicht für meinen neuen Comic. Aber wo ist eigentlich mein Pinsel? Hallo, Post. Ah. Hallo, Post ist da. Ah, super. Das muss doch mein neuer Pinsel sein. Ja, hier ist ein Pinsel für Sie. Bitte schön. Vielen Dank. So, dann fangen wir doch mal an. Was braucht man denn für einen guten Bösewicht? Vielleicht ein hämisches Grinsen? Natürlich eine zerzauste Frisur. Und natürlich am allerwichtigsten Warzen im ganzen Gesicht. Es ist immer so anstrengend, so schöpferisch zu sein. Ich denke, ich hau mich erstmal aufs Ohr. Gute Nacht. Das war mal ein kurzer Schlaf. Also gut.
muss einfach weitermachen. Arbeit macht sich ja nicht von ab. Wo ist meine Farbpalette? Haben Sie was gesehen? Ah, ich hab's. Der Bösewicht, den ich gezeichnet habe, der ist wohl zum Leben erwacht. Und der hat wohl meine Farbpalette geklaut. Da muss ich einfach hinterher. So, erstmal im Namen des gesamten Color Domino Teams wünsche ich Sie hier bei CDT 2011 herzlich willkommen. Wir haben gerade schon mitbekommen, dass es ein Problem gibt. Wir wollten eigentlich schon eben anstoßen, aber jetzt ist ja die Farbpalette nicht da, ohne die können wir nicht anstoßen. Und ja, wir müssen die Zeit irgendwie überbrücken. Ich glaube, wir haben noch ein Video, wo gezeigt wird, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das würden wir Ihnen gerne zeigen. Film an. Ja, hier haben wir also kurz gesehen von letztem Jahr, was letztes Jahr hier los war und natürlich auch die Jahre davor. Sie haben also schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf gekriegt, was Sie heute Abend hier in diesem Domino-Spektakel erwarten wird. So, aber wie gesagt, wir haben noch nicht viel gezeigt, was überhaupt heute Abend passieren wird. Deshalb möchten wir Ihnen jetzt einen kleinen Überblick über das Feld, das wir gebaut haben, geben, damit Sie nachher nicht ganz verloren hier rumschauen. Also, los geht das Ganze da drüben mit der Palette des Malers und dann kommen erstmal die Überschriftsfelder und direkt danach läuft hier eine Linie rüber in das erste Projekt. Das erste Projekt ist Asterix, ein französischer Comic, sehr beliebt bei Jung und Alt. Und ja, da wird dann einerseits das große Asterix-Feld natürlich fallen, zusätzlich ein kleines Idefix-Feld und das nachgebaute Dorf von Asterix. Das ist nicht 100% nachgebaut, aber wir haben uns Mühe gegeben.
Danach geht es weiter mit Simpsons-Projekt, Thema Comics und Cartoons, der erste Cartoon, den wir haben. Da ist nicht schwer zu erkennen, was da dann passieren wird. Da fallen die einzelnen Simpsons. Zu jedem gibt es einen Effekt und zum Schluss diese Wand wird sich auflösen und es wird sehr schön aussehen. So, danach läuft es weiter in den hinteren Bereich. Da gibt es dann das Lucky Luke-Projekt, ein sehr schöner Wildwest-Comic, und da zeigt unser Projekt den Showdown im Sonnenuntergang, wo sich Lucky Luke und Joe Dalton duellieren. Das ist jetzt vielleicht für manche nicht so gut zu sehen aus der Position, aber es wird nachher, wenn dann alles fällt, noch auf der Leinwand eine Übertragung geben von jemandem, der mit der Kamera neben dir ist. Damit man natürlich auch die Details erkennen kann. So, danach kommt Disney. Das ist sowohl als Comic und auch als Cartoon bekannt. Da wird es ein Mickey Mouse Feld geben, einen Panzerknacker mit dem charakteristischen Geldspeicher, den er ausrauben möchte, und die Disney Wall, die die Unterschrift des Zeichners darstellt. So, zum Schluss geht es hier in das Spider-Man-Projekt. Das sieht man jetzt auch noch nicht so gut wegen der Leinwand von unserem Zeichner, aber die wird nachher noch runtergefahren. Da gibt es ein Spider-Man-Feld, ein Netz, das in sich zusammenstürzt, und eine Stadt, durch die sich Spider-Man dann schwingt und die dann in sich zusammenbrechen wird, weil böse Mächte, die Spider-Man nicht mögen, sie kaputt machen. So, und ganz zum Schluss gibt es die Sonderaufgabe, die hat es bisher jedes Jahr gegeben, hat man auch in dem Video vorher gesehen. Da müssen dieses Jahr 2 Aufbauer, während Steine in dieser Linie schon fallen, müssen diese 2 Aufbauer eine Lücke füllen. Das sieht man hier auf diesem erhöhten Teil. Da muss diese Lücke gefüllt werden. Und der Clou dabei ist, die Aufbauer sind an den Händen zusammengebunden und dürfen nicht reden, während sie bauen. Das heißt, es wird spannend, ob das klappt, denn wenn die Lücke nicht gefüllt werden kann, dann öffnet sich diese Schranke hier vorne nicht und das gesamte Feld, das Sie hier sehen mit Snoopy und Teamwork darin, das kann nicht fallen. Das sind insgesamt ungefähr 17.000 Steine, die da stehen, mit den Linien davor, und wenn das nicht fällt, dann wird es schwierig für uns, einen neuen Rekord zu erlangen, und von daher ist es sehr wichtig natürlich, dass das alles funktioniert. So, Sie wissen jetzt, was hier passiert in diesem Feld mit 155.555 Steinen, aber damit man sich das alles überhaupt nochmal richtig veranschaulichen kann, haben wir dazu jetzt auch nochmal ein kleines Video vorbereitet, das wir Ihnen präsentieren möchten, und ich sage nur, Film ab. Heute ist es endlich soweit. In einem riesigen Spektakel werden 155.555 Dominosteine hier in der Liebfrauenschule umgestoßen. Um diese unglaubliche Zahl zu verdeutlichen, präsentieren wir Ihnen nun ein paar Fakten. Wenn man alle diese Dominosteine übereinander stapeln würde, wäre der Turm 7.500 Meter hoch. Das ist 2,7 Kilometer höher als der Mont Blanc, der höchste Berg Europas. Auch aufeinandergelegt wäre der Dominoturm immer noch 1.166 Meter hoch, was in etwa 7,5 Mal der Höhe des Kölner Doms entspricht. Außerdem könnten die Dominosteine nebeneinander gelegt ca. 68% eines Tennisfeldes bedecken. Würde man hingegen eine Linie aus allen Steinen bauen, dann würde diese 40 Minuten zum Umfallen benötigen. Und zu guter Letzt, das Gesamtgewicht der Dominos beträgt 1,5 Tonnen. Das ist fast so viel wie das Gewicht eines Audi A4s. Jetzt würden wir natürlich gerne anfangen, aber ja, die Palette ist auch noch nicht da. Aber, Moment. Ich höre gerade, unser Kamerateam hat die Verfolgungsjagd von unserem Maler und dem Zauberer im Visier. Wir schalten mal live nach draußen. Sind die beiden hier gerade durchgekommen? Ich glaube schon, ne?
Naja, wollen wir mal hoffen, dass der Maler den Dieb noch irgendwie fängt, denn sonst können wir nachher nicht anfangen. Also gerade sah es ja noch nicht so gut aus, aber ich denke mal, das wird noch werden. Und ja, ich habe Ihnen das Feld beschrieben und jetzt nochmal ein paar Worte zu der unglaublichen Leistung, die nötig war, um das alles hier überhaupt aufzubauen. Wir haben in unserem Team 21 Aufbauer und wir haben seit letzter Woche Mittwoch an diesem Feld gebaut. Also kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit das war, das hier alles aufzustellen. Die Disney Wall, die da hinten steht, ist zum Beispiel 6-mal umgefallen und musste 7-mal neu gebaut werden. Also kann man sich vorstellen, dass das hier manchmal sehr frustrierend werden kann, aber wir haben glücklicherweise immer jemanden im Team, der einen dann nochmal motiviert. So, und ich wollte jetzt eigentlich noch ankündigen, ein Video, das hätten wir eigentlich rausgelassen, aber da der Maler den Dieb jetzt immer noch nicht gefangen hat, nehmen wir es wohl doch rein. Das zeigt nochmal den unglaublichen Aufwand, den wir betrieben haben, um das hier überhaupt alles aufzubauen und auf die Beine zu stellen. Film ab. Die Palette ist noch nicht da, aber wir haben trotzdem noch was vor. Wir müssen nämlich erstmal noch sagen, wer diese Sonderaufgabe hier übernimmt. Simon und ich haben uns eben beraten und dieses Jahr dürfen Davy
und Tim, die Challenge bauen. Die dürfen gleich nach vorne kommen. Und die andere Sache, die noch getan werden muss, sind die Sicherheitssperren. Wir haben hier noch 11 Sperren im Feld und die werden jetzt Davy und Marcel noch entlösen. Dafür würde ich Sie bitten, sehr ruhig zu sein, weil das wirklich hohe Konzentration fordert. Und ja, dann, wenn die Palette dann irgendwann mal da ist, können wir auch mal anfangen. So, okay. Ja, dann vielen Dank an die beiden. Vielen Dank. Das ist eine sehr schwere Aufgabe und die beiden haben es mit Bravo gemacht. Moment. Unser Kamerateam hat wieder etwas von der Verfolgungsjagd erfasst. Wir schalten nochmal live und dann können wir hoffentlich gleich anfangen, wenn die Palette gefunden wird. Es kann sofort losgehen. Ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Einmal, es darf weder fotografiert noch gefilmt werden, außer für die Presse halt, das ist erlaubt. Wir werden das gesamte Video nochmal auf YouTube zum Anschauen präsentieren und es müssen gerade noch die Kameras angemacht werden. Dann wird es auch gleich losgehen. Unser stellvertretender Schüler, der Herr Bräuner, kann dann den Anschluss geben. Ich weiß, noch. Die ist nur für die Challenge nachher, dann stehe ich nicht mehr da. Zug. C.
about timing, I think, because we always trained with 48 seconds, and it worked most of the time, also with Davey. 哇 10, 6, 5, 4, just breathe. Okay, 1. Awesome, man. What happened? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. 2, 1, and go. 5, 4, 3, 2, 1. The pressure was also really big, so it was not a problem. But the major problem is, as Tim told, timing. At first I wasn't nervous at all, but the line came closer and closer and closer and closer and closer. And somewhere it was almost here on the staircase, and it was gone. And it was really sad. And, of course we were nervous because it was a really important challenge. Ja, da sind jetzt ein paar Steine stehen geblieben. Ich drücke es mal sehr sanft aus. Jetzt müssen wir natürlich noch das zählen, was stehen geblieben ist. Die Sonderaufgabe hat leider nicht geklappt. Es tut mir so leid, es tut uns allen so leid. Aber naja, sie haben gekämpft und hat am Ende dann leider doch nicht ganz gereicht. Ob wir jetzt doch einen neuen Rekord haben oder ob der alte Rekord noch besteht, werden wir jetzt ermitteln. Wir werden jetzt kurz zählen. Dazu gibt es noch ein bisschen Live-Musik. Sie können gerne da bleiben, wenn Sie gespannt sind. Ja. Nicht, keine Reaktion. Keine Reaktion. Wait, not. No, no reaction, okay? No reaction. I'm still sad, so I will put on the flashback. Yeah, but I did something wrong. Yeah. Ist auch die Bessie mit reingerechnet jetzt? Keine Reaktion. Is that the result? Yes. Okay, wir haben jetzt die offiziellen Zahlen. Das ganze Team könnte mal hier hinkommen. Also, gefallen sind 125.104. Ein neuer Rekord. Und go. Top of the wall from here.
Oh. Drei, zwei, eins, los. Okay. Okay. Oh. Dann vielen Dank fürs Kommen. Wir haben ein neues Wort. Es wäre schön, wenn Sie nicht hier durchlaufen würden, weil wir die Steine besser wegräumen können. Sie können aber gerne hier vorne noch sich das Ganze anschauen. Wir würden uns freuen, Sie nächstes Jahr wieder zu sehen. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, dann noch ein paar Ansagen zu machen. Ich habe fast vergessen, wo es eigentlich das Wichtigste ist. Danke dem Hausmeister Herr Uli Frei. Dann danke ich unserem stellvertretenden Schulleiter Herrn Bräunel, der hier hingekommen ist und das hier ins Rollen gebracht hat. Vielen Dank. Und Danke. auch der Schulgemeinde. Das wäre jetzt natürlich schneller wie möglich. Wir sind sehr dankbar, dass wir das hier machen können. Ich hoffe, im nächsten Jahr wieder. Vielen lieben Dank. Dann danken wir natürlich der Presse, die sich hier bemüht hat, um das Ganze hier auch zu dokumentieren. Vielen Dank. Danke unseren Eltern für die Unterstützung das ganze Jahr über. Vielen lieben Dank. Und ich will das auch noch gewesen. Und wir danken unserer Technik, das ist einmal der Thomas. Der Tobi. Der Alex. Ich muss natürlich auch das Essen werden, das wir aufgebaut haben. Diese beiden Herren, Timo, haben uns auch gekocht. Vielen Dank. Okay, dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke. Ja, was denn jetzt? Du hast einen Masterplan gemacht, du hast sonst alles organisiert hier, damit das steht. Deswegen den größten Applaus hat eigentlich der Niklas verdient. Und der Simon. Der Simon hat auch sein Auslandsjahr absolviert und trotzdem, dass er im Ausland war, hat er die ganzen Felder designt und uns auch tatkräftig unterstützt. Hierfür auch vielen lieben Dank und ja, vielen Dank. Winzer
tests before, the night before or nights before, and we always did it with like, what's that? Heute ist es endlich soweit. In einem riesigen Spektakel werden 5 We did some tests before or night hier in der Liebfrauen. Heute ist es endlich. Scheiße. You notice him and then. Heute ist. Du nimmst dich doch ins Üben. Hi, I'm Bastian Kaberin and I'm the murderer and we're now building on vergessen. Dürfte ich jetzt mal die Frage beantworten, Leute? Ruhe im Kanal!